Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute ist es soweit. Ich erzähle euch ein bisschen von meinem Besuch auf dem Wacken Open Air 2026. Und ja, wir gucken uns dabei im Hintergrund ein paar Aufnahmen an, die ich gemacht habe und am Ende auch ein paar Fotos, die ich gemacht habe. Manchmal auch hochkant, nicht wundern, dass ihr da Bescheid wisst. Sollte eigentlich schon früher kommen, das Video. Leider hat mich, vielleicht hört man das auch noch ein bisschen, das Wacken-Festival komplett aus den Schuhen gehauen. Nicht nur eine Riesenblase am Fuß, sondern auch ja, eine ordentliche Grippe oder was auch immer. Aber nach dem Intro schauen wir uns das an. Ja, ihr habt schon gesehen, stand da gerade schon, es wird heiß. Es war wirklich heiß und meine Füße haben das gespürt. Ich hatte ja 2 € Stück große Blasen rechts und links unterm Fuß Richtung großer Zeh. Ich habe noch nie so eine große Blase in meinem Leben gehabt. Das war wirklich hardcore. Ihr seht im Hintergrund schon ein paar Bilder laufen. Ja, ein bisschen hat mich jetzt eine Erkältung aus den Schuhen gehauen. Heute habe ich wieder einigermaßen Stimme, dass ich ein bisschen das Video ja, kommentieren kann. Und ihr seht da im Hintergrund schon ein bisschen vom Dienstagabend, wo wir angereist sind, so die Aufnahmen. Da war halt dieses, wie heißt denn, diese Jungle Stage, Welcome to the Jungle heißt sie, glaube ich. Da waren immer, keine Ahnung, was für Veranstaltungen, manchmal sehr merkwürdige Sachen, so wie diese hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das genau vom Dienstagabend war, aber das war dann der Mittwochmorgen, als wir dann das erste Mal im Wacken United waren. Und jo, so sieht das da aus, wenn noch nicht allzu viele Leute da sind. Das hat sich dann definitiv später geändert. Das war auch noch vor der Öffnung des Infields. Da sieht man die Brücke, die zum Infield rüber geht. Wacken United. Da ist das Pressezelt. Da sind ja die The Pit-Leute und Gäste des Wacken Open Airs und Künstler laufen da auch rum. Also alles kann man da treffen. Hier seht ihr den McLean-Stand, der da oben auch immer ist. Der ist dann wirklich nur immer da oben für die Wacken United-Leute. Da bekommt man halt diese ja, gesonderten Sachen, die McLean im Wacken Open Air Branding hat. Ist ganz cool. Ich persönlich mag ja Eisenbahn. Hatte früher mit meinem Vater eine Eisenbahnanlage, als er noch unter uns war. Und ja, deswegen habe ich da so ein bisschen Faible für. Ihr seht es auch, ich habe da ein bisschen mehr gefilmt, weil einfach ich das auch nett finde. Und das sind schon echt coole Sachen. Also wenn ich noch eine Anlage hätte, hätte ich da wahrscheinlich auch zugeschlagen. Dann sehen wir hier den alten Bullhead in der Wacken United. Das ist, glaube ich, der zwischen der Stage damals hing. Die Wasteland Warriors haben da auch so eine kleine Ecke. Da war aber niemand. Und ja, das Wetter. Ihr seht es. Hier sind die Wasteland Warriors gerade bei ihrer Parade. Das ist super warm gewesen und Hut ab vor diesen Leuten, die wirklich die ganze Zeit in diesen Kostümen da rumrennen. Ich persönlich finde es ja ganz geil, weil ich ein riesen Fan von Mad Max 2, der Vollstrecker bin, dem Film, und demnach finde ich das Thema echt genial. Und ja, dass die da die ganze Zeit in diesen Kostümen rumlaufen, wirklich Hut ab. Es muss brüllend warm sein. Ich habe schon so geölt wie ein großer in ja, meinem T-Shirt und meiner kurzen Hose. War schon warm genug. Infield, hier seht ihr es ein bisschen, oder nicht Infield, halt vor dem Infield das Ganze, wie es da aussieht. Da ist halt hier die Radio Bob Bühne und dann seht ihr hier das Infield. Und das war für mich wirklich eine große Ehre. Ich konnte in das Infield, bevor es eröffnet war. Und ja, es war für mich wirklich eine Ehre, da zu stehen. Wenn da noch niemand ist schon echt eine coole Sache. Ihr seht es hier, die Bühne noch komplett leer, kein Mensch davor, alles noch ruhig, war schon irgendwie mega beeindruckend. Und ja, da pose ich jetzt auch einmal ganz kurz vor der Bühne. Das war schon echt eine coole Sache. Erlebt man halt so nicht alle Tage, und dann halt das Infield Opening von innen zu sehen und zu filmen, war wirklich auch eines meiner Highlights, muss ich sagen, an dieser ganzen Woche, weil hier seht ihr das Official Merch, bevor noch jemand da überhaupt ran konnte. Da war noch ein bisschen Ruhe. Es gab diesmal nichts für mich, muss ich sagen. Das Sepultura-Shirt hatte ich kurz überlegt. Hier seht ihr dann die Leute, bevor sie rein dürfen. Und das Ganze, wenn sie da reinkommen, seht ihr gleich.
Hier bin ich halt hinter diesen komischen, ich nenne es jetzt mal Sagengestalten. Nee, nicht der Bayer, der gerade durchs Bild lief, sondern die davor. Ähm, ja, das war schon wirklich aufregend. Da ging es dann los. Ich kann euch leider keinen Sound einspielen, weil ich nicht weiß, inwieweit ich das soundtechnisch zeigen darf, weil es lief Motorhead, Ace of Spades und dann ging es los. Die Tore gingen auf und man steht wirklich da und hat ein bisschen Angst, weil die Leute rennen wirklich nah an einem vorbei. Obwohl es nicht so aussieht, ist es doch manchmal sehr nah gewesen. Und ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde. War wirklich cool. Die Leute, warum da immer so reingerannt wird, ist mir eigentlich ein Rätsel, weil es passiert dann ja noch gar nicht viel, außer dass dann Thomas Jensen und Holger Hübner dann auf der Bühne stehen und dann irgendwie, glaube ich, Love Bites eröffnet haben. War jetzt so eine koreanische Band, japanische Band, keine Ahnung, ist absolut nicht mein Ding. Aber ja, ihr seht's, dann ist da hinten noch echt was abgefeuert worden an irgendwelchen rauchfarbigen. Und dann war das Infield eröffnet. Und da seht ihr auch die Lauder Stage. Da war dann in der Nähe das Hotshot Records Zelt. Und ja, das Wetter einfach Bombe. Hier seht ihr dann nochmal so Aufnahmen. Das war Dienstag oder Mittwochabend, ich weiß es nicht genau. Da war es wirklich noch sehr entspannt und ruhig und wirklich echt ein schöner Abend dann auch immer total lauwarm bis auf der eine Abend dann, ich glaube es war von Freitag auf Samstag, da war es richtig kalt nachts. Ich befürchte, da habe ich mir auch meine Erkältung geholt. Ja, und ihr seht es wirklich absolut atemberaubende Sonnenuntergänge. Und dann seht ihr hier einmal kurz ihr seht das Wackeln im Gras. Das war mein Mitbewohner. Da waren Mäuse. Die sind immer unter mein Zelt gekrabbelt und haben von unten gegen die Luftmatratze gedrückt. Und das hat man gespürt. Und ich habe nachts immer dann auf die Matratze und auf den Zeltboden geklopft, in der Hoffnung, dass sie abhaut. Das war ganz schön nervig, um da schlafen zu können. Saltatio Mortis ist da durch die Gegend gelaufen. Die Soundsache hier hoffentlich kann ich zeigen, weil ich glaube nicht, dass das ein offizieller Track von Saltatio Mortis ist. Ja, die gingen mir dann da ordentlich mit dem Dudel auf den Sack. Kleines Wortspiel. Nein, also die haben dann mit ihrem Dudelsack dann da gespielt und ja, sind da einfach reingekommen. Ich stand da gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und Alea heißt der, glaube ich, da, der Sänger hier im Vordergrund, hat dann da mit seiner Band einen abgedudelt. Fand ich sehr, sehr spaßig, weil ja, sowas machen die da einfach mal eben im Wacken United. War schon sehr, sehr cool und auf jeden Fall ein Erlebnis, das sich einmal so anzugucken. Dann seht ihr hier, ja, atemberaubenden Sonnenuntergang. Wirklich, ihr seht auch den Staub in der Luft. Wacken United waren dann ab und zu irgendwelche Künstler, keine Ahnung, wer das hier war, die dann da live was zum Besten gegeben haben, oft akustisch oder manchmal auch mit Streichinstrumenten, Blasinstrumenten oder irgendwie so die Richtung. Ich habe nicht viel in der Richtung gesehen, aber ja, da war dann einiges. Dann waren wir auch im Dorf und im Dorf ja, war ich dann im Wacken Store, da hingen zwei coole Gitarren, nachher seht ihr noch Fotos davon. Dann gibt es ja diesen Mittelalterladen direkt beim Edeka, ich weiß jetzt leider den Namen gerade nicht. Da gibt es richtige Kettenhemden, Schwerter und all sowas. Dieser Laden ja, hat wohl, glaube ich, seine Hochkonjunktur, wenn Wacken ist. Wie sich sowas das ganze Jahr über hält, ist mir ein Rätsel. Das ist wirklich eine Sparte, die sehr speziell ist. Ihr seht es, Schwerter und all so ein Kram für so Mittelalter-Fans und ja, sehr interessant auch da mal reinzugucken, nachdem wir beim Edeka ein bisschen uns Frühstück geholt haben. Und dann wieder ab aufs Feld und ja, da seht ihr so ein bisschen, wie es da aussah. Die Stände, in den Ständen habe ich ja dann gefilmt, wo ich die Aufnäher euch gezeigt habe in dem Video. Verlinke ich auch am Ende. Da seht ihr ein bisschen, wie es in den Zelten oft aussieht. Und es gab natürlich auch Matsch. Und das war die größte Matschkuhle, die ich gefunden habe auf diesjährigen Wackengelände. Das war wirklich nicht sehr viel. Die Wasteland Warriors wie immer mit einem riesigen Gelände, diesmal an einer anderen Stelle. Der Herr spielt mal eben ein bisschen Gitarre auf seiner Knarre. Ja, Wasteland Warriors sind umgezogen, hatten halt eine andere Location diesmal. Und ja, sah trotzdem aus wie immer. Halt überall diese Sachen. Dann gab es da einen netten Stand, der
Feuertonnen macht in verschiedenen Größen. Den habe ich auch mal für euch gefilmt. Da seht ihr es, Brennwerk-2.0.de. Und die haben aus Gasflaschen und überhaupt Stahlgefäßen da solche Tonnen gemacht. Unter anderem hier Amon Amarth, Metallica. Sehr, sehr cool aussehende Teile. Wer auf sowas Bock hat, ja, waren nicht günstig. Aber ihr seht hier, da gibt es verschiedene Varianten an Feuertonnen. Wer für sowas Platz hat, immer bedenken, es gibt Nachbarn, die könnte es stören, wenn man solche Feuerchen im Garten macht. AC/DC haben wir hier. Sehr, sehr cool. Dann EMP, Backstage Club, war ich auch einmal drin. Da kam gerade Hämatom und hat dann ein kurzes Interview gegeben. Hier ist das einmal vom EMP-Turm runtergefilmt. Da gibt es so ein kleines, wie nennt man das? So ein Geländer. Ja, und einfach Leute, die auf dem Festival Spaß haben. Und das ist, finde ich, das, worum es eigentlich geht. Viele meckern ja so ein bisschen über Wacken, aber es gibt einfach noch eine Menge Leute, die trotzdem einfach Spaß dran haben. Ich war jetzt ja auch, das sind jetzt Fotos, die jetzt kommen, auch nicht so begeistert von dem Line-Up. Es kommt noch ein Video zum Donnerstag und Freitag, weil zum Freitag und Samstag, so rum, das war jetzt halt der Donnerstag und der Mittwoch und ein bisschen Dienstag. Und ich mache noch zum Freitag und Samstag ein Video, wo ich dann nochmal über die Bands rede, die mir am meisten es angetan haben. Freitag war ja mein Tag, sage ich jetzt mal. Und ja, hier seht ihr noch ein bisschen Fotos aus dem Landgasthof. Da waren wir abends gewesen, als der Karaoke-Nacht war, irgendwie bis 3 Uhr nachts. Da sind von Lemmy so ein paar Sachen. Hier nochmal ein Urukai aus dem Laden da. Und ja, hier noch ein paar Fotos von den Sachen, die aufgetreten sind. Das war Skyline. Unter anderem mit Alisa White Glass, die ich auch dann im Wacken United treffen konnte und ein Foto mit ihr machen. Sehr, sehr cool für mich, dieser Moment. Das war auch mein Highlight. Und ja, Thomas Jensen, der mit Skyline einmal zusammen performt hat. Ja, dann halt hier so ein paar Bands, die gespielt haben an den Tagen. Brunhilde, nichts, was ich höre. Also allgemein war an diesen Tagen für mich musikalisch nichts dabei. Das war wirklich eher schwierig, was die Bands für mich anging. Es waren ja trotzdem Judas Priest, Savatage und sowas, Saxon. Das sind aber alles keine Bands, die ich höre. Demnach, ja, bin ich da nicht ganz so begeistert. Hier seht ihr Hämatom beim EMP-Zelt oder im EMP Backstage Club Bereich, die halt da Interview gegeben haben. Und ja, alles in allem kann man da echt eine Menge erleben. Und auch gerade wenn man nicht so auf die Bands fixiert ist, kann man drumherum eine Menge erleben. Life of Agony habe ich von der Leinwand kurz abfotografiert, weil ich bin immer nicht so nah dran gewesen. Ja, dann hier oben Heaven Shall Burn im Pressezelt gewesen. Auch sehr nett, haben da geredet, haben im Landgasthof, glaube ich, einen Gastauftritt oder so ein Exklusivkonzert für Ticketgewinner gehabt. Europe fand ich war wirklich ein Highlight. Also ich bin kein großer Europe-Fan, kenne auch nicht viel von denen, außer Final Countdown, ein, zwei andere. Aber der war wirklich gut und der hat wirklich gut gesungen. Und das war echt ein cooler Auftritt. Also muss ich echt sagen, Europe hat abgeliefert. Der Leppard war mir zu doll. Das war wirklich, der Bass hat so in meinem Bauch vibriert, dass ich rausgehen musste aus der Menge, weil das war nicht auszuhalten, fand ich. Das war einfach zu doll. Aber Europe war wirklich echt nice. Dann sehen wir hier Def Leppard. Für mich eine absolute Ehre, auch den Drummer mal live zu sehen, weil ich selber habe ja mal Schlagzeugunterricht genommen und ich finde es ein Phänomen, dass der einfach ja, mit einem Arm spielt und das schon seit Jahrzehnten absolute Ikone. Ja, hier auch nochmal Sonnenuntergang, Hämatom und dann geht es auch langsam aufs Ende meiner Fotoshow hier. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Wie gesagt, es kommt noch ein weiteres Video, das aber erst nächste Woche. Hat mich halt alles ein bisschen zurückgeworfen mit meiner Krankheit. Hier noch ein paar Sagengestalten, die da oben mit rumliefen, als Saltatio Mortis gespielt hat. Und ja, lasst gerne ein Abo, einen Kommentar und einen Daumen fürs Video da. Würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt seht ihr gleich noch mal ganz kurz an diesem Farmers Market bei dieser Likörladen. Da gab es Kiss-Likör, also hier den Kiss rum. Unter anderem auch ein Foto an dem Zelt mit den Leuten von dem ja, Laden, wo Gene halt eben da mit dem Foto gemacht hat. Sehr cool. Und diese Rumgeschichten. Wollte ich erst einen mitnehmen, aber ich habe es gelassen. Naja, beim nächsten Mal. Okay, im nächsten Video sehen wir uns wieder. Keep on rockin'. Tschüss.